Wir schalten um zum Südwestfunk Baden-Baden. Liebe Zuschauer, heute lädt Sie der Südwestfunk zu einer Grillparty ein. Mit dieser Sendung erweitert die ARD ihre Ratgeberserie mit dem Thema Essen und Trinken. Wir möchten Ihnen Ratschläge geben, wie man das Essen und Trinken zu einem Vergnügen machen kann. Heute geht's um Wissenswertes beim Grillen im Garten. Durch die Sendung führt Michael Bollinger, für die Gaumenfreude sorgt Horst Scharfenberg. Ratgeber essen und trinken heute nicht in der geschlossenen Küche zwischen dampfenden Kesseln und heißen Töpfen, obwohl es ist hier auch schon ganz schön heiß. Wir veranstalten eine Grillparty. Gegrillt werden soll heute. Ein bisschen harte Geschichte. Ja, mit dem Thema Grillen wissen die meisten schon Bescheid. Das hat schon jeder gemacht, auch schlechte Erfahrungen damit, sich die Finger verbrannt oder die Wimpern versenkt. Das bisschen Augentränen, das kann man gerade noch verschmerzen. Deswegen brauchen wir heute keine trockene Schule zu veranstalten über dieses Thema, sondern wir machen eine richtige Grillparty, an der wir unseren Spaß haben wollen und Sie Ihren Spaß haben sollen. Der absolut beste Spezialist für dieses Thema ist Horst Scharfenberg, sozusagen der Dinosaurier unter den Kochjournalisten. Horst Scharfenberg, ich glaube, Mammutfleisch und Dinosaurierfleisch ist das Einzige, was Sie noch nicht auf dem Rost gehabt haben. Ach, ich habe noch ein bisschen was anderes auch nicht auf dem Rost gehabt. Aber vor allen Dingen ist das Schlimme ja, dass man so auf dem Rost alles immer timen muss. Und Sie sehen hier, wir haben also die Würstchen zum Beispiel an die Seite gelegt, damit der Grill nicht zu heiß ist, da wo sie rauskommen. Sonst platzen sie uns. Außerdem, erfahrene Griller wissen das, vorher die Würstchen brühen, also kurz in heißes Wasser, kochendes Wasser geben, dann platzen sie nicht. Und wenn Sie eine besonders schöne Wurst da drauflegen wollen, das ist eine Wurst wie die andere auch. Aber das ist also nun eine Wurst, die aufgespießt ist. Und wenn man Glück hat, kann man nachher auch die Spieße anfassen damit. So, wenn man sie reinmacht, ist es schon falsch. Sind wir schon mittendrin beim Thema Grillen. Hier liegt einiges drauf. Die Würste sind besonders geeignet für die Leute, die den ersten schlimmen Hunger haben, die abzufüttern. Aber ich glaube, wir sollten uns zunächst mal über die verschiedenen Grillapparate und deren Systeme unterhalten, Horst Scharfenberg. Ja, hier haben wir einen Grill, den ich jedem nur empfehlen könnte, der, auf dem wir jetzt arbeiten. Das ist ein Grill, wie ich ihn noch nie gesehen habe in irgendeinem Geschäft, das er angeboten wird. Die meisten Grills sind viel zu wackelig, die angeboten werden. Aber das ist ein Grill, den sich jemand selbst gebaut hat. Schön stabil und vor allen Dingen, Sie müssen keine Gymnastik machen, wenn Sie da grillen, denn Sie haben den Grill in Tischhöhe und können auf dem Grill, auf der Tischhöhe arbeiten. Und glauben Sie auch bitte nicht, das will ich jetzt gleich erklären, dass man nicht in angebratenes Fleisch hineinstechen darf. Das ist einer der Küchenaberglauben, die es gibt. Die kleinen Löcher, die hier entstehen, die gehen sofort wieder zu.
durch die Hitze, also gar kein Problem. Dann haben wir daneben, wenn wir mal hier auf die Seite gucken wollen, da haben wir einen ganz besonderen Grill. Der ist mal in Ida Oberstein erfunden worden, wo ja die Meister Grillbrater sind. Und hier haben wir auch so ein richtiges Fleischstück, wie es zum Grillen gehört. Das ist ein Ochsenkotelett. Es muss immer ein bisschen Fett dran sein. Oder auch ein Stück von der Hochrippe. Das geben wir nicht zu nah an die Glut, weil es dick ist und weil es natürlich langsam dann ein bisschen erst durchgaren muss. Und das Wichtige ist, dass man immer diesen Schwenkgrill, daher der Name, anstößt. Denn hier wird fast in der Flamme gegart. Wir können sogar ein bisschen tiefer gehen. Das ist eine Kette, mit der kann man das sehr leicht regulieren. Jetzt wird die Hitze natürlich stärker. Aus Stauffenberg, sehe ich das richtig? Dieser Behälter für die Glut da unten, das ist eine aufgeschnittene Waschmaschinentrommel? Ja, tolle Idee, was? Ja. Also überhaupt so mit den Trommeln ist das großartig oder mit den alten Elektro- oder Gasgeräten vor allen Dingen kann man wunderbar arbeiten. Wir haben daneben noch einen Grill stehen, da könnten wir jetzt ein paar Hähnchen drauflegen. Das ist noch so ein anderer selbstgemachter Grill. Ja, Grill eigentlich nicht, das ist eine Bratplatte und die ist gemacht worden aus einem alten Gasbadeofen, der Brenner innen drin unter der Eisenplatte. Sogar die Armaturen stammen noch von diesem Gasbadeofen. Und Griller sind ja Leute, die viel selbst machen müssen und selbst machen können. Und so kann man sich also helfen. Die Hähnchen, die erst nachher gesalzen werden, wenn sie angebraten sind, muss ich noch sagen, sind vorgegart. Und zwar am besten geht das, wenn man sie im siedenden Fett etwa 5 Minuten lang vorgart. Das kann man am Vorabend machen. Das ist gar nicht so wichtig. Dann werden die hier nachher doch schön gar. Aber von diesem Grill jetzt noch wieder zu einem anderen Holzkohlengrill rüber. Den haben wir schon erklärt. Und der ist noch einfacher zu machen. Den kann jeder sich herstellen. Das sind Backsteine. Hier sind sie durchbrochen. Das können aber auch feste sein. Und in die Mitte gibt man dann die Holzkohle rein. Was sehr gut ist, das sehen Sie jetzt nicht, unten sind so große Steine, so große, faustgroße Kiesel. Die geben erstens mal einen besseren Luftzug und zum anderen bringen sie die Flamme ein bisschen höher und sie geben nachher auch noch Hitze, weil sie sich aufheizen. Das teuerste an diesem Grill ist praktisch nur der Rost. Die Steine sind billig und die ganze Konstruktion ist also denkbar einfach. Ja, da kann man sich helfen. Hier haben wir so einen alten Rost. Oder man kann einen alten eisernen Fußabstreifer nehmen. Der geht wunderbar. Natürlich, also sollte man ihn vorher ein bisschen sauber gemacht haben. Obwohl das auch nicht so tragisch ist, denn der wird ja ausgeglüht. Also reiner kann er gar nicht sein, als wenn er von der Flamme sauber gemacht ist. Hier haben wir schon ein paar Kartoffeln in der Folie drauf liegen. Das ist so ein Kleingrill für kleine Ansprüche oder wenn man eben nur so in der Familie für 2 Leute grillt, ein Hibachi, also ein japanischer. Man soll ihn auch im Zimmer benutzen können, aber bitte lassen Sie das sein. Mindestens ein Balkon müsste es sein. Hier haben wir noch einen Grill, wie Sie ihn überall kaufen können, als Koffergrill bezeichnet. Und wenn Sie einen kaufen, dann sehen Sie bitte zu, ob das Ding wackelt oder nicht. Die Wackelei bei einem Grill oder die Instabilität, das ist das Wichtigste oder es kann das Schlimmste sein, wenn Ihnen das nachher mit dem wertvollen Fleisch zusammenbricht. Der Grill ist besonders gut, weil er senkrecht hier drin die Holzkohle hat, einen senkrechten Grill. Also für alles, was sich dreht, ist das der ideale Grill und der gesundheitlich unbedenklichste. Wie jeder Grill muss er rechtzeitig angezündet werden. Da gibt es so verschiedene Methoden. Heinz Blumke, würden Sie es bitte machen? Da unten sehen Sie, sind kleine Stücke von Grillanzündern reingesteckt. Die muss man richtig reinstecken, sonst nützen sie nichts. Man kann auch Brennspiritus, den Hartspiritus, wohlgemerkt Hartspiritus oder Espit, den kann man reinlegen, die kleinen Stückchen. Dann geht das auch. Nur seien Sie vorsichtig mit flüssigem Spiritus. Wenn Sie mit flüssigem Spiritus arbeiten, das gibt Stichflammen. Ganz erfahrene Griller, die können sich eine Kelle nehmen, eine alte, langstielige, da ihren Spiritus hereinmachen und dann, aber nicht jetzt, wenn die hohen Flammen sind, sondern später, wenn man die Flamme noch ein bisschen aufputschen will, dann kann man dann ein kleines bisschen, aber immer nur 1, 2 Esslöffel voll Spiritus drüber machen. Aber bitte Vorsicht. In jedem Jahr verbrennen sich Dutzende von Leuten beim Grillen, weil sie mit der Spiritusflasche hantieren. Und die Flasche muss immer weg. Und bis so ein Grill durchgeglüht ist, das dauert 20, 30, auch 40 Minuten. Und da man normalerweise ja nur grillt, wenn schönes Wetter ist draußen und dann die Grills auch noch heiß sind, da gibt es Durst.
Da muss man die rechten Getränke haben und die kühlen Getränke und muss sie richtig behandeln. Das ist noch einigermaßen kühl. Axel Jäger, unser Getränkemeister. Die Brauerei liefert diese 30 oder 25 Liter Fässchen kellerkühl an mit bis zu 12 Grad, aber leider hält das nicht den ganzen Tag vor. Irgendwann wird das Bier mal warm. Wie kann man sich dagegen verwahren? Was kann man tun, um die Fässer kalt zu halten? Herr Bollinger, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist, Sie nehmen eine Plastikwanne, so wie sie eigentlich in jedem Haushalt vorhanden ist, stellen dieses Partyfass hinein, füllen mit Wasser auf und geben etwas zerhacktes Stangeneis hinzu. Das Problem allerdings ist das, dass man dieses Stangeneis nicht mehr überall bekommt. Ja, und wie war das mit dem Tuch und mit dem drüberlaufen lassen, mit dem Gartenschlauch? Das ist eine weitere Möglichkeit. Sie können ein nasses Tuch über das Fass legen und entweder mit der Gießkanne oder mit dem Gartenschlauch nasses Wasser hin drüber laufen lassen. Durch die Verdunstungswärme bleibt das Fass auch kühl. Ja, ja. Das Stangeneis, das man nirgends mehr bekommt, das ist ein Problem. Wir haben lange überlegt und so ein paar Tricks zusammengetragen. Einer ist ausgesprochen clever. Man friert in 1 bis 2 Liter Kühldosen, Tiefkühldosen, einfach Blöcke ein. Das dauert 1 bis 2 Tage. Dann hat man massive Eisklötze, die man dann in die Plastikwanne reintun kann. Man zerschlägt es ein bisschen und das kühle Wasser, das tauende Eis, das perlt da so drüber und die Getränke bleiben wirklich kühl den ganzen Tag. Genau, das ist eine weitere Möglichkeit. Ich möchte noch gerne etwas zu diesen Fässern, zu diesen Partyfässern sagen, Herr Bollinger. Die Zuschauer tun gut daran, solche Fässer frühzeitig, also wenigstens am Montag, eine Woche vorher zu bestellen. Und fast noch wichtiger ist mir die Bitte, diese Fässer auch wieder rechtzeitig zurückzugeben. Denn diese Fässer sind einmal knapp, die Holzfässer noch knapper als die Aluminiumfässer und sind auch als Souvenir sehr begehrt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. So, jetzt ist Gelegenheit, einen echten Melonenwein zu kosten. Das ist eine Spezialität aus der Provence. Darf ich mal das Glas haben? Und zwar braucht man dazu eine Wassermelone, eine möglichst große. Und die wird ausgehöhlt. Aber so 1 Zentimeter Fruchtfleisch à votre santé. Und 1 Zentimeter Fruchtfleisch sollte man stehen lassen. Und dann füllt man in diese möglichst gut gekühlte Melone einen einfachen Landwein herein, einen Rotwein oder einen Rosé. Und der nimmt dann diesen feinen, zarten Melonengeschmack in sich auf. Nun, so wichtig das Trinken ist, man darf natürlich, vor allen Dingen bei einer Grillparty, das Essen darüber auch nicht vergessen. Und da wir ja bei einer solchen Grillparty sehr viel Fleisch zu uns nehmen, also eine Eiweißorgie feiern, müssen wir auch Vitamine haben, Salate. Wir haben einige Salate hier vorbereitet, aber das Grüne, das wollen wir ganz echt genießen. Wir haben frische Paprika, rot, gelb, grün. Wir haben völlig rohe und die schmecken köstlich. Die haben fast ein Nussaroma. Blumenkohlröschen. Wir haben Radicchio, Blätter oder sonst einen Salat, der eine harte Rippe hat. Vor allen Dingen geht sehr gut Bleichsellerie, den man in Stücke schneidet. Und einen Dip, das ist eine weiße Soße, ein bisschen pikant gemacht mit Kräutern. Vor allen Dingen ein bisschen Zwiebelsaft muss da rein sein. Und da dippt jeder seine Gemüse herein und isst sie. Es kann nichts welk werden und sie haben den echten Gemüsegeschmack. Und im Dip ist ein bisschen Quark, ein bisschen Sahne, ein bisschen Mayonnaise, Salz, Pfeffer und Kräuter, die Sie gerne mögen. Und das können Sie sich dann schmecken lassen. So richtig knackig. Grillparty, ein richtiger Grill, saftiges Fleisch, fröhlicher Lärm, aber so eine richtige Musik ist vielleicht noch schöner.
12erlei verschiedene Sorten Fleisch und Würste. Horst Scharfenberg, das ist eine solche Riesenauswahl. Das wird man normalerweise bei einer Grillparty nicht anbieten. Da sollte man sich doch auf wenige und bewährte Sachen konzentrieren. Genau, das haben wir nur zur Demonstration gemacht. Zu Hause konzentrieren Sie sich auf ein oder zwei Dinge. Wenn Sie Eindruck schinden wollen, nehmen Sie Filetsteaks. Die sind eigentlich auch immer zart. Sie sind hier aus dem Filet geschnitten und sie sollten immer mindestens 2 bis 3 Zentimeter dick geschnitten sein bei einem solch edlen Fleischstück. Edel ja, gut nur bedingt. In dem Fleisch fehlen die Fettäderchen, deshalb wird es beim Grillen immer trocken. Außerdem meine ich, dass es andere Stücke gibt im Fleisch, die eigentlich sehr viel geschmackvoller sind. Legen wir das also schnell wieder weg. Und hier haben Sie ein Steak vom Rind. Das können Sie wunderbar grillen. Hier, Fett. Ordentlich durchwachsen. Und das wird nachher saftig. Da muss nur ein bisschen nachher noch Salz und Pfeffer drauf. Je edler und geschmackvoller vor allen Dingen das Rindfleischstück ist, umso weniger Gewürze sollte man draufgeben. Man soll das Fleisch wirken lassen und es muss ein dickes Fleischstück sein. Dünne werden nie besonders gut. Und deshalb ist für mich das Nonplusultra ein solches Steak. Das ist von der Hochrippe oder Ochsenkotelett, sagt man in Frankreich dazu. Das ist natürlich nachher sowas von saftig und sowas von gut. Da werden alle Ihre Gäste noch Jahrzehnte sprechen. Etwa 3 Zentimeter dick, hier ist ein bisschen unordentlich. Ja, das ist eingeschnitten, das wird nachher fest, wenn man es auf den Grill legt. Das ist eingeschnitten deshalb, damit das nachher sich nicht wirft, wenn es auf den Grill kommt. Außerdem muss ich Ihnen sagen, wenn Sie grillen, dann brauchen Sie ein Triumvirat dazu. Sie brauchen einmal einen guten Griller, der Sie hoffentlich selbst sind oder bestimmt sein werden, nachdem Sie die Sendung angeguckt haben. Und Sie brauchen dazu einen vertrauenswürdigen guten Metzger, der Ihnen das liefert, was Sie wollen und auch vor allen Dingen richtig sagt, von welchem Stück es kommt. Denn beim Rindvieh geht es wie bei den Menschen. Das Weibliche ist das zarte Geschlecht. Wenn Sie einen alten Ochsen haben, da können Sie noch so gut grillen können und einen noch so guten Metzger haben, der hat Ihnen den nicht verkauft. Das wird nie zart. Das war das Rindfleisch? Das war das Rindfleisch. Und jetzt zum Schwein. Zum Schwein. Da haben Sie also hier, das ist das echte und das meistgebrauchte Grillfleisch. Wir wollen noch mal versuchen, eine Scheibe abzuschneiden. Auch das sollte man. Das ist vom Schwein. Nackenkotelett. Das ist sehr viel billiger. Und vor allen Dingen, das wird immer zart. Allerdings sollten Sie das würzen vorher. Das Würzen kann passieren dadurch, dass Sie es beim Metzger schon gewürzt, eingelegt mit Kräutern kaufen. Oder aber, dass Sie es sich selbst einlegen in den verschiedenartigsten Marinaden. Und dabei bedenken Sie bitte, dass durch das Einlegen ein zähes Fleisch nie weich wird. Sondern es bekommt eben den Geschmack. Ja, die dringt einfach nicht tief genug ein, die Marinade. Aber dafür ist der Geschmack großartig. Und dasselbe sollten Sie machen mit Einlegen. Und zwar möglichst 24 Stunden vorher. Hier haben wir ein Rückenstück als Steak oder Doppelkotelett geschnitten vom Lamm. Das ist ein großartiges Fleischstück. Auch schön fett und wunderbar im Geschmack. Wunderbar im Geschmack. Rosmarin ist auch ein gutes Gewürz hierfür. Aber zurück zum Schwein. Es gibt beim Schwein natürlich auch noch die berühmten Stilkoteletts. Nur die Stilkoteletts sind mir eigentlich in der Struktur auch schon ein bisschen zu mager. So eine richtig magere Insel. Ja, deshalb schneiden wir das hier auf und füllen es dann mit einem fetten Brät. Dadurch wird es nachher sehr viel schmackhafter, wenn es gebraten wird. Oder aber jetzt haben Sie noch hier ein super Stück. Hier. Das Schälrippchen. Ist Schälrippchen. Ja. Nun bedenken Sie bitte eines, wir wollen es mal so rumhalten, da sieht man es besser. Dass viele Metzger wollen etwas Gutes tun, ihren Kunden, und lassen zu viel Fleisch dran. Aber wenn zu viel Fleisch dran ist, schmeckt es nicht mehr so gut. Das dünnste Schälrippchen ist immer das Beste. Das muss allerdings schön mariniert sein, damit es Geschmack bekommt. Wie kommt es, Horst Scharfenberg, dass ausgerechnet die Sorten von Fleisch, wo noch Knochen dran ist, so wie die Rippen hier im Schälrippchen, so saftig sind? Also genau kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß, dass es so ist. Und ich glaube, es kommt daher, dass ja immer das Fleisch, das am bewegungsärmsten ist, dass das immer am besten ist. Außerdem stecken Geschmacksstoffe in den Knochen. Weiß jede Hausfrau, wenn ich keine Knochen in der Suppe kann die Suppe keinen Geschmack haben. Und der Spaß am Knabbern. Natürlich. Am Knabbern. So, oder Sie machen Spieße, da können Sie Wurst auf Spieße geben. Wir haben hier einmal Blutwurst genommen. Am besten ist, wenn sie leicht angeräuchert ist. Und dann noch dazwischen ein bisschen Apfel, abwechselnd Apfel und Zwiebel, aromatische Zwiebel gegeben.
Allerdings sollten Sie beim Spießekauf immer darauf achten, dass Sie nicht diese runden Spieße bekommen, sondern dass Sie flache haben. Denn bei den flachen Spießen dreht sich nachher das nicht so wie ein wackelnder Kuhschwanz, das Grillgut um den Spieß herum. Es lässt sich besser herumdrehen. Sie können das auch nach einer anderen Art machen, indem Sie Leberstückchen mit Salbei dann gewürzt einwickeln in Speck und dazwischen, damit es noch ganz besonders gut ist, nehmen Sie, vielleicht kann man es hier erkennen, nehmen Sie ein Stückchen Ananas, was Sie in Speck einwickeln und das nachher mit Pfeffer noch gewürzt, gibt eine hervorragende Geschichte. Allerdings sollten Sie eines machen. Deshalb habe ich die gleich hier auf diese Aluminiumpfanne gelegt, die durchbrochen ist. Die können Sie heute überall kaufen. Die sollten Sie in einer solchen Aluminiumpfanne grillen, denn da tropft Fett ab. Und das ist nicht gerade günstig für die Gesundheit, wenn das nachher in hoher Flamme aufschießt. Deshalb hier rein, dann sammelt sich das Fett. Und da kann es auch im eigenen Saft brutzeln. Und es brutzelt dabei, das wird also genauso schön wie jedes andere. Bratwurst zu braten auf dem Grill ist natürlich das Billigste sehr oft und auch das Problemloseste aus Schaffenberg. Was haben wir da für welche hier vorbereitet? Ja, das sind alles grobe Bratwürste, denn gut sind Bratwürste nur dann, wenn sie grob sind. Das Einzige, was man beachten soll, man sollte die Bratwürste vorher blanchieren, das heißt also kurz in heißes Wasser tauchen, dann platzen sie nachher nicht so leicht. Und eine ganz schöne, einfache Sache ist, man bestellt sich beim Metzger Meterwurst. Das ist normale Bratwurst, die nur nicht abgebunden ist in einzelne Würstchen. Da steckt man über Kreuz Spieße herein und dann ist das eine leicht zu handhabende Sache und die werden nachher auseinandergeschnitten. Und bei den Würstchen ist natürlich der Vorteil, dass Sie Ihren Gästen, die da sind und dann Hunger kriegen, wenn sie das Gebrutzele in der Nase haben, dass Sie denen gleich etwas vorsetzen können, am besten in Brötchen nachher drin. Und auch bei der Bratwurst gilt das, was wir fürs Fleisch gesagt haben. Je deftiger, umso fetter, desto saftiger ist sie dann hinterher beim Essen. Ja, das ist immer so. Und jetzt kommen wir noch zu Geflügel. Was Sie hier sehen und vielleicht nicht erkennen, das ist dieses. Das ist ein Brathuhn. Kaufen Sie immer das größte Brathuhn, was Sie kriegen können, denn das ist das fleischigste und das saftigste. Nun ist, wenn Sie so ein Huhn im Ganzen braten, wie hier am Spieß stecken und dann braten wollen, das ist der sicherste Weg, um einen lederhäutigen Gummiadler zu bekommen. Das wird nämlich niemals richtig zart und saftig. Dann ist er außen schon zäh und hart, wenn er innen noch rosa ist. Ja, genau. Ja. Hier haben wir übrigens unter die Haut die Gewürze, Estragon, geschoben und es dann eingepackt in eine Aluminiumfolie und im Ofen so eine Dreiviertelstunde vorgegart. Dann wird es nachher, bekommt es die Röstkruste und wird gut. Oder Sie schneiden es auf und geben es in einen solchen Klappgrill herein, wie hier. In der internationalen Küchensprache nennt man das en crapaudine nach Grötenart. Hier haben wir zum Durchziehen Gewürze draufgegeben. Allerdings sollte man die vorher, bevor man es jetzt auf den Grill legt, sollte man die weg machen oder jedenfalls zum Teil abschaben. Denn Sie wissen, dann. Heu ist noch nie eine kulinarische Großtat gewesen. Schon gar nicht, wenn es verbrannt war. Genau, dann wird es nämlich nur noch bitter. So, jetzt hat es den Saft übernommen und nun sollte man noch eines machen. Sehen Sie hier, da haben wir einen Grilltupfer. Das ist ein Stück Mull, das vorher schön ausgewaschen wurde. Da kommen Kräuter herein, dann noch ein bisschen Schärfe durch Piment oder durch kleine Paprikaschoten. Und damit bestreicht man das und dann hat man ein wunderbar schön aromatisches Öl und kann dann sein Grillstück auf den Ofen legen. Nun hätte ich eigentlich das Feuer vorher noch kontrollieren müssen. Ist das Feuer heiß genug? Sie haben ja keinen Thermometer dran. Das für mich Beste ist, Sie halten die Hand hin und sagen Mississippi. Mississippi. Naja, also das ist nicht mehr so ganz heiß. Deshalb müssen wir es hier hin machen, wo es ein bisschen heißer ist. Sie müssen sich also immer das heißeste Stück vom Ofen suchen und ganz heiß das Fleisch anbraten, dann umdrehen, da gehen die Poren zu und nachher auf nicht mehr zu heißer Glut weiterbraten. Und gut ist die Glut nur, wenn die Holzkohle weiß sind und richtig durchgeglüht, dann haben Sie auch keine Schadstoffe mehr, die Sie abgeben können. Heute Abend ist wieder das Grillfest. Ich freue mich schon lange darauf.
Die Nachbarn sind fast alle in Ordnung. Die anderen nimmt man halt im Kauf. Die Löfflers sind dran heute Abend. Er ist Wassermann, sie ist Stier. Die richtige Mischung zum Grillen. Viel Fleisch und 2 Fässer Bier. Grillen ist toll, Grilling ist nice. Grillen macht Spaß, Grillen ist heiß, heiß, heiß. Die Schmidts haben einfache Schweinesteaks. Die Müllers das Beste vom Rind. Die Meyers verschiedene Würstchen. Das ist ja grad richtig fürs Kind. Frau Grüneisen macht tolle Soßen. Herr Rotholz mariniert jedes Stück. Und ich hab nen Sack voll Kartoffeln. So kommt jeder für sich auf sein Glück. Grillen ist toll, Grilling ist nice. Grillen macht Spaß, Grillen ist heiß, heiß, heiß. Nun endlich sind alle versammelt. Würstchen, Rindvieh und Schwein. Wir kommen sehr gut aus miteinander. Mit einem Grill, mit Bier und mit Wein. Herr Müller hat zu viel gegessen. Frau Schmidt hat einen ganz kleinen Schwips. Und in der ARD-Ratgeber heute zum Grillen noch einige Tipps. Grillen ist toll, Grilling ist nice. Grillen macht Spaß, Grillen ist heiß, heiß, heiß. Viele Leute sagen, grillen ja, aber um Gottes Willen keinen Fisch. Denn der Fisch, der ist problematisch auf dem Rost. Wenn man ihn drauflegt, dann klebt er fest und die Haut reißt ab. Und wenn man den Versuch macht, den Fisch zu wenden, dann zerbricht er auch noch. Das muss gar nicht sein, wenn man sich dieser Fischkörbchen bedient. Da wird der Fisch reingeklemmt und dann kann man ihn so als Ganzes auf dem Rost wenden. Hier, das ist eine Forelle. Forellen sind magere Fische. Und weil die Forelle so mager ist, aber saftig werden soll, wenn sie gebraten ist, haben wir ihr einen Speckmantel angezogen. Hier drüben haben wir die Makrele. Die Makrele ist ein sehr fetter Fisch, da muss man nichts dazu tun. Die wurde einfach angeschnitten und hier auch in das Fischkörbchen reingezwängt und kann ganz harmlos und ganz problemlos auf dem Grill gebraten werden. Und was haben wir denn da? Fisch im Zeitungspapier aus Scharfenberg? Ja, das zeige ich gleich, wenn Sie noch mal trinken wollen. Fisch soll ja bekanntlich schwimmen. Dankeschön. Und man soll auch schon beim Grillen vorher ab und zu was trinken. Das macht nämlich mehr Spaß. Und Grillen soll ja Spaß machen. Also, Forelle in Zeitungspapier. Das ist eine ganz gar nicht so neue Methode. Sie nehmen eine Forelle aus und füllen innen rein frische Kräuter. So, was Sie da machen wollen. Und dann muss das ganze Geschichte schön nass gemacht werden. Nur Wasser rein. Bitte also hier keine Whisky- oder Weinsachen machen und dann einpacken in 7 Lagen Zeitungspapier. Und dann können Sie die Forelle, wenn das Zeitungspapier schön nass ist, so wie sie ist, auf die Glut legen. Am besten ist, wenn Sie sie nicht gerade in die Wirtschaftsnachrichten einpacken. Die sind also so grau im Augenblick. Die braucht jetzt ungefähr so 12, 15 Minuten, je nach Hitze. Selbst wenn Sie verkohlen außen, macht das überhaupt nichts aus. Innen bleibt das Zeitungspapier und wenn Sie die letzte Lage Zeitungspapier wegziehen, bleibt sogar die Haut der Forelle dran und der Fischgeruch bleibt garantiert draußen. So, und jetzt zu den Beilagen. Da nützt das schönste Fleisch nichts. Man möchte auch ein bisschen was dabei haben. Wir haben hier vorbereitet Zwiebeln. Wir haben hier Maiskolben aus der Dose, die sind schon vorgegart. Und die Kartoffeln in der Silberfolie, die roh eingepackt werden. Kurz bevor man sie serviert, sollte man sie anschneiden, anschlitzen, damit sie ausdämpfen können.
Maiskolben immer ein bisschen schwierig, weil sie heiß sind. Da hat man einen ganz einfachen Trick. Man nimmt eine Gabel, sticht seitlich rein und kann dann dran knabbern. Zum Grillen in der Silberfolie eignet sich ganz besonders diese große spanische Gemüsezwiebel. Die schälen wir und füllen sie mit einer Mischung aus Pfeffer, Salz und geschnittenem Rom oder gekochtem Schinken. Und diese ganze Geschichte auch noch gelegentlich mit Dill würzen. Das macht die Sache ein bisschen schmackhafter. Für Grillsoßen gibt es nun Hunderte. Naja, sagen wir mal, also 99 verschiedene Rezepte. Die Basis sollte immer reichlich Öl sein, denn das braucht Fleisch oder Fisch. Dann geben Sie immer ein bisschen Zitronensaft dazu, frisch oder aus der Flasche, denn Zitronensaft macht das Fleisch oder auch den Fisch fest. Sehr gut ist, wenn Sie reichlich Sojasauce noch dran geben, denn eine solche Grill- oder Pinselsoße soll ja schöne Farbe geben, soll schöne Geschmacksstoffe liefern und auch schöne Röststoffe. Tomatenketchup ist sehr gut. Sie können auch anstelle des Tomatenketchups oder zusätzlich etwas Tomatenmark nehmen. Schärfe kommt am besten durch Tabasco. Da können Sie ruhig einige Spritzer reingeben, denn der wird dünner. Ich nehme gerne noch ein bisschen Salbei dazu und dann Oregano oder Thymian oder was Sie wollen angewürzen und Paprika. Und dann kommt das Geheimnis aller guten Grillsoßen-Künstler. Das ist ein ordentlicher Löffel Honig. Der Honig karamellisiert dann. Sie sollten allerdings am besten einen Honig nehmen, der schon flüssig ist. Das muss gut miteinander verrührt werden und dann noch kräftig mit Salz abgeschmeckt. Dann haben Sie eine herrliche Grillsoße zum Einpinseln, aber nicht zu früh damit einpinseln, denn sonst karamellisiert alles und wir bekommen wieder den Kohlegeschmack. So im letzten Augenblick gibt diese Grillsoße, die man auch zum Einlegen nehmen kann, den richtigen letzten kulinarischen Touch Ihrer Grillkünste. Zum richtigen Grillen brauchen Sie einen schönen Garten. Viele haben aber nur einen Balkon. Auch da können Sie grillen. Nur wenn Sie das bequem machen wollen, nicht nur so im Sessel sitzen, sondern auch ohne Sorge, dass nachher Ihnen die Nachbarn einen Prozess anhängen, weil Sie durch den Rauch belästigt worden sind, dann sollten Sie einen Elektrogrill benutzen. Wie gefährlich das ist, rechtlicher Art, wenn man auf dem Balkon mit Rauch grillt, das haben wir in einem unserer Ratgeber Recht vor wenigen Wochen erklärt. Mit einem solchen Elektrogrill haben Sie keine Probleme, der raucht nicht wie die Holzkohle. Und hier bei unseren schönen, dicken Steaks sehen Sie jetzt auch das Innenleben des Steaks an der Oberfläche. Hier diese Bluttröpfchen, die zeigen Ihnen, dass es jetzt Zeit ist, das Steak herumzudrehen. Das mache ich jetzt. Sehen Sie, das ist jetzt schön auf der anderen Seite. Und jetzt müssen Sie es so lange drauf lassen, bis hier Saftbläschen austreten. Dann heißt es, das Steak ist schön rosa gebraten. Die Berechnungsarten mit der Dicke des Steaks, die sind also nicht sehr zuverlässig. Sie können auch noch die Druckprobe machen, am besten mit dem Daumen. Das ist also jetzt noch sehr weich. Das heißt, es ist noch ganz rot. Und das Dickere erst recht. Wenn es elastisch ist, dann ist es genau richtig. Ist es dann nicht mehr elastisch, sondern fest, dann ist es durchgebraten und da schmeckt kein edles Fleischstück. Also grillen ohne Sorge und ohne Sorge vor einem Prozess auf einem Elektrogrill auf dem Balkon jederzeit möglich. Zeitschriften und Buchverlage bringen ebenfalls viele Grillrezepte, zum Beispiel Grillvergnügen draußen und drinnen aus dem Verlag Gräfe und Unser. Und aus dem gleichen Verlag das praktische Grillbuch. Mehr Freude und Erfolg beim Grillen verspricht der Falken Verlag und der Humboldt Taschenbuchverlag empfiehlt Grillen und Flambieren mit Pfiff. Zum Schluss serviere ich Ihnen Bananen, stilecht natürlich auch gegrillt.
Es gibt Dutzende von Rezepten, sehr komplizierte, aber das Einfachste ist das Allerbeste. Man muss nur wissen, wie es geht. Man bricht die Banane los, legt sie auf den Grill. Ich habe vorher schon ein paar auf den Grill gelegt und Sie sehen, die sind zum Teil jetzt schon aufgeplatzt und braun geworden. Die nehmen wir jetzt also herunter und so wie die Banane uns schon geholfen hat, machen wir das weiter. Wir erweitern den Schnitt und brechen die Banane dann an der Schnittstelle auseinander. Für Süßmäuler kann man nun noch ein bisschen Zucker reinstreuen. Aber jetzt kommt erst der Gag, ein guter Orangenlikör. Und wie immer bei allen Sachen, die man seinen Gästen zumutet, soll man ja vorher probieren, ob die auch gut sind. Köstlich, das kann man jedem anbieten. Und jetzt gießen Sie in die heiße Banane nicht zu sparsam Likör herein und dann wird er so serviert und mit einem Löffel, das kann auch ein kleinerer sein, isst man dann mit dem Likör die Banane heraus. Und wenn Sie mir nicht zustimmen, dass das ganz köstlich ist, dann weiß ich nicht, was ich Ihnen anderes anbieten sollte. Banane vom Grill, das ist lecker, aber mit Orangenlikör nicht unbedingt was für euch. Deswegen haben wir für euch diesen Eisstand aufgebaut. Sag mal, wer hat denn noch nicht? Wer will noch mal? Ja, ja. Du hast schon mindestens 5 gegessen, das weiß ich ganz genau. Ich hab 3. Ja, ja, ja. Das war der Ratgeber Essen und Trinken vom Südwestfunk in Baden-Baden. Die nächste Folge sehen Sie am Samstag, 17. September. Ich will auch ein Eis bitte haben. Grillen im Freien, ein Spaß, eine Sommerfreude. Die in unserer Sendung gezeigten Tipps und Rezepte können bei uns angefordert werden. Aber ein frankierter Umschlag ist erforderlich. Richten Sie Ihre Anschrift bitte an den Südwestfunk 7570 Baden-Baden, Postfach 820, Redaktion Ratgeber Essen und Trinken. Ich wiederhole noch einmal. Südwestfunk 7570 Baden-Baden, Postfach 820, Redaktion Ratgeber Essen und Trinken. Sie sehen uns dann wieder am 17. September. Das Thema dann, was die Großmutter noch wusste, Wissenswertes über die Milch. Und noch ein Hinweis, am nächsten Samstag gibt es den ARD-Ratgeber Geld. Liebe Zuschauer, bis zum Beginn unserer nächsten Sendung Nonstop Nonsense um 15:30 Uhr bleibt uns noch ein wenig Zeit. Wir möchten Sie bis dahin mit Luftbildimpressionen unterhalten, die bei einem Kameraflug am Bodensee entstanden sind.